Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Comike auf meinem Kanal. Heute möchte ich meinen Rasenroboter für den Winter fit machen, festmachen, den einmotten und wie ich das Ganze mache, was ich mit dem Roboter mache, was mit der Ladestation passiert, gleich hier im Video. Bleibt dran! Ja, ihr Lieben, es ist das letzte Septemberwochenende, beziehungsweise heute ist schon der 30.09.2019. Mein Pool habe ich ja bereits in der letzten Woche winterfest gemacht, wie ihr dahinter sehen könnt. Und nunmehr ist mein Rasenroboter dran. Der Robby hat die ganze Saison im Freien verbracht und soll nun eingemottet werden, soll fit gemacht werden für den Winter, dass er den im Keller überstehen kann. Die Ladestation muss ich auch entsprechend präparieren. Schauen wir mal, wie ich das Ganze angehe. Zunächst kurzer Hinweis, der Roboter ist das letzte Mal vor 3 Tagen gefahren. Ihr seht, der ist ziemlich dreckig, voller Grasreste, weil mitten in der Nacht, als er gefahren ist, hat es angefangen zu regnen. Total verdreckt, also das muss heute alles weg, muss alles sauber gemacht werden. Und seit nunmehr 2 Tagen steht er an der Ladestation, ist praktisch komplett durchgeladen. Das ist nämlich eine wichtige Voraussetzung, dass er den Winter heil übersteht. Im ersten Schritt holen wir den Kleinen erstmal aus der Station heraus. Und wenn ihr euch die Unterseite anseht, ziemlich dreckig, voller Reste. Ich habe jetzt bewusst ein paar Tage gedauert, dass das Gras, was hier unten dran hängt, angetrocknet ist, dass man das mit der Bürste besser abbekommt. Im ersten Schritt ausschalten, Arbeitsschutz geht alle an. Bevor ich mich aber dem Robby widme, vielleicht noch 1, 2 Sätze zur Ladestation selber. Ihr seht, die Station ist hier in einem kleinen Garage untergebracht. Diese Station wird von mir im Winter draußen gelassen. Ich werde die Station jetzt reinigen, werde die Blätter dort rausholen und auch das Laub und dergleichen, dass das Ganze wieder sauber ist, nicht verdreckt. Und dann kommen wir schon zur ersten elementaren Frage, worüber sich die Geister ja irgendwie schon streiten. Strom an, Strom aus, was mache ich jetzt im Winter? Grundsätzlich muss ich sagen, der erste Schritt ist, die Station sollte dann meiner Meinung nach abgebaut werden, wenn die freistehend ist, also keinen Überdachungsschutz hat. Dieser Kunststoff wird bei Minusgraden relativ spröde und wenn dann Schneelast und ähnliches draufkommt, dann kann das schnell brechen. In meinem Fall habe ich das Problem nicht, das Ganze ist nochmal zusätzlich überdacht. Das heißt, Schneelast, Schneedruck, selbst einfallendes Regenwasser und ähnliches ist für mich kein Problem, deswegen kann ich die Station beruhigt draußen stehen lassen. Was den Strom angeht, muss ich sagen, ich habe den Roboter 2 Winter lang diese Ladestation ohne eine aktive Stromversorgung draußen stehen lassen. Es hat der Ladestation nicht geschadet, sie funktioniert nach wie vor einwandfrei. Habe letztes Jahr den Strom aber dran gelassen, funktioniert genauso. Ein oder andere wird sich vielleicht fragen, warum, weshalb, weswegen. Grundsätzlich ist es ein ganz simples Thema, was dahinter steckt, dass die Elektronik, die in dieser Ladestation drin steckt, dass die anfällig ist für Wasserschäden. Auch wenn das jetzt kein Regenwasser oder großes Wasser ist, was hier eindringen kann, muss man sich immer im Klaren sein, dass bei Minusgraden oder jetzt Übergangszeiten irgendwo sich Kondensatwasser binden kann. Und wenn das sich auf der Elektronik absetzt, kann es zu Korrosionsschäden kommen oder eben sogar zu Kurzschlüssen. Und wenn jetzt hier auf dieser Station Strom drauf ist, wird durch den Eigenverbrauch, durch die Abwärme, die dadurch entsteht, dieses Kondensatwasser praktisch verdampft oder aufgelöst, dass keine weiteren Schäden entstehen können. Ob das wirklich so gravierend ist, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht beurteilen, weil wie gesagt, nach 2 Jahren, wo die Station komplett draußen stand, ich keinerlei Schäden feststellen konnte. Aber der Hersteller, in meinem Fall Gardena, muss sich natürlich auch in irgendeiner Form absichern. Deswegen gibt es da auch die klare Vorgabe zu Gardena, dass die Station, wenn sie im Winter draußen stehen bleiben muss oder nicht abgebaut werden kann, dann muss das Ganze unter Strom bleiben. Das heißt, der Stromanschluss bleibt in meinem Fall aktiv. Ihr seht, hier oben ist das Kabel, ein bisschen versteckt hinten, alles wetter- und regenfest verbaut. Also werde ich das Ganze hier lassen. Und was den Stromverbrauch angeht, muss ich sagen, freilich kann man da sich drüber streiten, ob dann jetzt die 4, 5 Euro über den Winter irgendwo was ausmachen, wenn es überhaupt so viel ist. Aber angesichts der Anschaffungskosten, wenn die Elektronik doch einen Schaden nehmen sollte, möchte ich sagen, nehme ich das liebend gern in Kauf. Für den Fall, dass ihr jetzt keinen Unterstand habt oder irgendeinen Schutz,
dann macht einfach eins, die Schrauben, sofern ihr das überhaupt befestigt habt, einfach rausziehen, hinten die Kontakte lösen. Idealerweise solltet ihr die Kontakte auch beschriften, also diese Drähte, die da hinten reingehen, damit ihr das dann im Frühjahr bei der Reinstallation problemlos wieder anschließen könnt. Die Kabel hinten rauslösen, wie gesagt, durch die Durchführung wieder zurückbauen. Die könnt ihr vom Prinzip her einfach draußen liegen lassen, vielleicht in eine kleine Plastiktüte einpacken, mit ein bisschen Klebeband abkleben, dass das Ganze vor Feuchtigkeit geschützt ist, ein bisschen hochlegen vielleicht auch noch. Und dann könnt ihr ja dieses große Plastikteil, wenn die Kabel einmal ab sind, problemlos dann irgendwo mit unterbauen und beziehungsweise einlagern zusammen mit dem Roboter. Kleiner Tipp am Rande: Der Roboter selber muss den Winter durchgeladen überstehen können. Also meiner hat bisher nie Probleme gemacht. Beim Einmotten im Oktober hatte ich dann im Februar beim Ausmotten immer noch eine Füllstandsanzeige von über 95%. Manchmal bietet es sich aber an, den Roboter über den Winter nochmal nachzuladen. Und da müsst ihr halt sehen, wenn die Station draußen steht, bei argen Minusgraden ist das nicht sonderlich förderlich für den Akku. Wenn ihr die Station mit reingenommen habt in den Keller irgendwo, dann könnt ihr den Roboter problemlos nachladen. Das müsst ihr dann selber wissen, wie ihr das Ganze handeln wollt. So viel erstmal zur Ladestation. Kümmern wir uns um den Roboter selber. Den seht ihr jetzt hier. Den nehme ich jetzt erstmal an eine andere Stelle mit. Ihr merkt das, hier ist sehr, sehr viel Wind. Der Herbst hat begonnen und ich werde jetzt zunächst damit beginnen, das Ganze hier zu reinigen. Für die Reinigung des Roboters braucht ihr gar nicht so viel Zubehör. Ich habe in dem Fall eine alte Küchenbürste, einen alten Spülschwamm mit einer feinen und einer raueren Oberseite und eine alte Handbürste. Das war bisher völlig ausreichend. Wenn das Gras an der Unterseite, diese Maat, die sich da festklebt, trocken ist, kann man den relativ einfach mit einer Bürste runterkratzen, beziehungsweise dann nachkratzen mit diesem Schwamm oder mit dieser Bürste. Wenn ihr groben Dreck dran habt, bietet sich gegebenenfalls auch das Ganze an, mit Druckluft zu reinigen, mit einem Bläser, den ihr da an euren Kompressor anschließen könnt. Das werde ich nachher machen. Was ihr auf keinen Fall tun solltet, ist das Ganze mit Wasser zu reinigen, also mit einem Wasserstrahl oder gar dem Hochdruckreiniger und ähnlichem, weil davon rät der Hersteller absolut ab, um eben Schäden zu vermeiden. Das Ganze maximal feucht mit einem feuchten Lappen nachwischen und ähnliches, aber bitte auf keinen Fall mit Wasser an die Anlage rangehen. So, der Robby liegt jetzt auf dem Rücken, Beine nach oben wie so ein kleiner Käfer sozusagen. Das Ganze jetzt mit der Druckluftpistole einfach ein bisschen sauber gemacht, mit der Bürste noch geholfen, das Ganze ein bisschen poliert, dass erstmal dieser grobe Dreck überall runter ist. Ihr seht halt, es hängt auch gerne jetzt hier an diesen Rädern, wo sich das ansammelt, richtig große Bündel. Die sind noch klamm und feucht, trotz der 2 Tage Trocknungszeit. Aber einige Stellen sind auch schon relativ trocken. Gras habe ich jetzt mit dem Kompressor, mit der Druckluft entfernt. Das Ganze mit der Bürste nochmal nachgeschrubbt. Ihr seht, da kleben immer noch kleinere Reste dran. Das bekommt man dann nicht mehr alles weg. Mit einem feuchten Lappen würde das dann gehen. In meinem Fall bin ich aber mit der Leistung jetzt hier zufrieden. Das reicht mir, viel mehr muss ich nicht machen. Und im nächsten Schritt werde ich jetzt noch die Klingen abmontieren. Und dann kann der Robby seinen wohlverdienten Winterschlaf halten. Zum Abmontieren der Klingen braucht ihr gar nicht so viel. Vom Prinzip her ein normaler Schraubendreher, entweder ein Kreuz- oder Stützschraubendreher geht auch. Und dann könnt ihr diese Klingen einfach durch Lösen dieser Schrauben hier entfernen. Achtet bitte drauf, die Klingen können auch nach der Saison sehr scharf sein, je nachdem wie oft ihr die vielleicht auch zwischendurch gewechselt habt. Also das ist dann schon nicht ungefährlich, wenn man da mit den bloßen Händen dran kommt und sich schneidet.
das kann unschöne Wunden geben. Ich löse jetzt einfach diese Schrauben hier, um euch das mal zu zeigen. Ja, dann seht ihr jetzt hier an dieser Schraube, da hängt jetzt das ganze Gras hier hinten dran. Das verhindert, das Gras kann man einfach ablösen, dann ist die Schraube sogar wiederverwertbar. Muss man nicht unbedingt wegschmeißen. Die Klinge selber, ja, das seht ihr hier, die klebt richtig dran durch das Gras. Das feuchte Gras oder selbst das frische Gras, wenn es nicht ganz so feucht ist, bleibt eben auch unter der Klinge hängen, sammelt sich dann hier so an. Die Klingen an sich, die sind noch gut, also die sind auch noch scharf, die kann man wieder verwenden. Ich mache mal eins, ich nehme eine alte Klinge und schabe dann ganz vorsichtig hier dieses Gras wieder ab. Ja, das mache ich dann auf der Werkbank. Ein bisschen übersichtlicher für mich und auch ungefährlicher, aber jetzt hier für die Kamera einfach mal freihand das Ganze gemacht. Und dann könnte man diese Klingen wieder verwenden. Das mache ich im Sommer über, wenn ich dann alle 4 Wochen die Klingen wechsle, je nachdem wie häufig der Roboter im Einsatz ist. Jetzt für den Winter lohnt sich das nicht. Da würde ich jetzt die Klingen einfach ablassen und dann im Frühjahr mit einem neuen Satz Klingen weitermachen. Was die Klingen angeht, vielleicht ein kurzer Hinweis noch mit dazu. Die Originalklingen waren ja nach einer Saison aufgebraucht. Es gab da noch ein Starterpaket dazu. Mit dem bin ich bis zum Beginn der 2. Saison gekommen. Dieses Starterpaket bestand ebenfalls aus Klingen. Die waren in so einem kleinen Blister hier mit drin. Muss ich sagen, war ich jetzt nicht ganz zufrieden mit den Originalklingen. Die haben das Gras doch sehr gezupft, denn geschnitten. Da hat man dann wirklich die Ausfranzung an den Oberseiten der einzelnen Gräser, Grashalme gesehen. Ich habe dann irgendwann mal hier einen Hersteller gefunden, der war auch gar nicht so teuer. Ich glaube, das war ein 30er Pack, also Klingen 30 Stück, die Schrauben entsprechend mit dazu. Das heißt vom Prinzip her 3 Klingen, 3 Schrauben, die ihr jetzt hier bei diesem Modell braucht, könnt ihr vom Prinzip her 10 Mal in der Saison wechseln. Ja, so, dann schraube ich die beiden anderen hier noch ab. Und dann merkt ihr, einige Schrauben gehen relativ einfach, andere sind dann doch etwas schwerer rauszudrehen. Das liegt dann aber einfach daran, dass hier unwahrscheinlich viel Gras auch unten dran hängt. Ja, und die Klingen an sich sollen sich ja hier drinnen frei bewegen. Das habt ihr in meinem anderen Video vielleicht schon gesehen, als ich den Roboter im Frühjahr erstmal ausgewintert habe, da die Klingen gewechselt hatte. Es ist wirklich Sinn und Zweck der Sache, dass die Klingen so montiert werden, dass sie sich völlig frei hier auf diesem Drehteller bewegen können. Die Reste, die ich jetzt hier habe, die tue ich ebenfalls abbürsten. Und je nachdem wie grob der Dreck ist, kommt dann hier dieser Schwamm zum Einsatz. Ja, mein Tipp, von unten immer gegendrücken. Dieser Teller an sich ist zwar relativ stabil, aber wenn ihr hier aufdrückt und von unten nicht dagegen haltet, kann es sein, dass der Teller einfach abbricht oder einfach vielleicht auch nur eine Unwucht besteht oder entsteht. Das muss ja nicht sein. So, dann bin ich auch schon fertig. Was mache ich noch? Der Roboter bleibt ausgeschaltet über den Winter hinweg. Ich setze mir im Kalender eine Erinnerung. Wir haben es jetzt Ende September, der 30. September. Ich mache dann für den 30. oder 31. Januar mir eine Erinnerung, also irgendwo, wo es auf dem Wochenende fällt, das passt für mich immer ganz gut. Eine Erinnerung, Roboter überprüfen. Das heißt, dann gehe ich einfach nochmal runter und habe dann die Möglichkeit, über das Menü hier hinten dran könnt ihr dann abfragen, wie die Ladekapazität ist. Und der Roboter selber in den letzten Jahren ist ja ab März ungefähr wieder rausgekommen in den Garten. Und wenn ihr jetzt merkt, Mensch, Januar, die Kapazität ist von 100% runter auf vielleicht nur noch 20 oder 30, also das spricht dann schon dafür, dass der Akku bald die Hufe hoch macht, also dass er nicht mehr allzu lange hält. Aber in dem Fall solltet ihr dann eins tun, den Roboter wieder einschalten, auf die Ladestation stellen, einmal komplett durchladen lassen und anschließend wieder für den Rest des Winters einmotten. Wie gesagt, die Erinnerung setze ich mir dann auf
Ende Januar. Da schaue ich dann einfach nochmal nach. Über das Menü kann man das ja abfragen. Und ansonsten bleibt er dann einfach in einer geschützten Ecke, frostsicher stehender Roboter und kann dann ab nächsten Jahr wieder seine Dienste verrichten. Viel mehr ist es nicht. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ich konnte euch was zeigen. Ich bin natürlich offen für Vorschläge, Ideen. Was könnte ich anders tun? Was sollte ich auf keinen Fall tun? Schreibt mir einfach in die Kommentare. Gebt mir ein Abo, ein Like, da freue ich mich natürlich auch drüber. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.